Ja, moin Leute. Wie ihr schon wisst, da ich den Salkantay-Track gepostet habe und irgendwo oben natürlich auch in der Videobeschreibung steht, wo ich bin, befinde ich mich in Peru. Da wir vor dem Salkantay-Track auch 10 Tage hier so eine Sightseeing-Tour gemacht haben, dachte ich filme das, werde euch das nicht vorenthalten, so ein bisschen im Vlog-Style. Ich weiß es selber noch nicht so richtig, das wird sich dann noch zeigen. Das Problem ist, eigentlich sollte der Trimac schon auf mich warten. Den kennt ihr ja, auch von der Wanderung und so. Aber Iberia hat einfach mal 2 Tage vorher seinen Flug gecancelt und deswegen bin ich jetzt erstmal alleine hier und in 2 bis 3 Tagen kommt er dann. Also dann, los geht's! Mit der Anreise will ich euch nicht groß belästigen. Ihr kennt das. Man steigt in den Flieger, steigt irgendwo um und kommt total fertig an. Aber am Flughafen solltet ihr euch, bevor ihr rausgeht, am besten um eine SIM-Karte und ein Taxi bemühen. Die jeweiligen Stände sind vor dem Ausgang. Gerade das Taxi könnte deutlich günstiger werden als draußen. Ich spreche aus Erfahrung. Als erstes ging es zum Platz des San Martin. Nein, das ist nicht der St. Martin, sondern der Typ, der mit Simón Bolívar die Spanier vertrieben hat. Unter dem Reiter, der eben San Martin darstellen soll, gibt es die Statue der Madre Patria, die symbolische Mutter Perus. Ich weiß gerade nicht, ob man das gut erkennen kann, aber auf dem Kopf der Dame ist ein Lama. Der Architekt des Ganzen wollte eigentlich, dass da Feuer ist. Aber Lama und Feuer klingen im Spanischen recht ähnlich. Und derjenige, der das dann am Ende gemacht hat, der hat ein Lama statt Feuer genommen. Das ist dann jetzt so geblieben. Der Platz wird heute gerne von Künstlern genutzt oder auch für Kundgebungen oder wie hier von Jugendlichen, die ihre Kunststückchen zeigen möchten. Auch Demos beginnen hier gerne mal und ziehen dann in Richtung Plaza de Armas. Und dorthin machen wir uns nun auch auf den Weg. Der Begriff Plaza de Armas wird uns in Peru noch häufiger begegnen. 1523 ordnete König Carlos I. von Spanien die Verfahren zur Gründung von Städten in der neuen Welt an. Bei der Planung sollte ein quadratischer Platz in der Mitte liegen und die Stadt sich von dort aus rundherum ausdehnen. Bei der Gründung Limas 1535 bestimmte der Conquistador Francisco Pizarro den Ort des Platzes und die Geschichte nahm ihren Lauf. Als ich dort mit meinem Guide ankam, war dort eine Parade zum Gedenken an die Schlacht bei Tarapacá gegen Chile im Jahre 1879 zugange. Beigewohnt hat der Parade der Premierminister mit seiner Entourage. Der Präsident, der übrigens vor kurzem abgesetzt wurde, hat sich zu dem Zeitpunkt schon selten getraut, in der Öffentlichkeit zu zeigen. Leider resultiert diese Absetzung nun in blutigen Unruhen, bei denen Polizei und Militär scharfe Munition gegenüber den Demonstranten einsetzt. Es war übrigens auch der 5. Präsident in ca. 6 Jahren in Peru. Eine kleine Anekdote dazu kommt aber später noch. Aber nun wieder zu was Schönerem, der Architektur um den Plaza de Armas herum. Lima ist abgesehen von der Altstadt mit seinen 10 bis 14 Millionen Einwohnern keine besonders schöne
aber doch sehr lebendige Stadt. Diese bunten Baracken sind Favelas. Da die Regierung nichts dagegen machen konnte, hat man den Einwohnern nur etwas Farbe gegeben, damit es von der Altstadt aus etwas besser aussieht. Diese Mauerreste sind Überbleibsel einer Verteidigungsanlage gegen häufige Überfälle von Piraten, vor allem im 16. Jahrhundert. Es wird auch gesagt, der berüchtigte Pirat Sir Francis Drake hätte die Stadt überfallen, um Teile seiner Crew zu befreien. Auch soll Lima für eine kurze Zeit von Piraten besetzt worden sein, wird erzählt. Heute ist es ein Militärmuseum. Als nächstes geht es ins Viertel Miraflores, das reiche Viertel mit vielen Banken und Hotels. Dort ist der Park der Verliebten. Die Statue ist ein beliebter Ort für Heiratsanträge und die Brücke, falls die Antwort Nein heißt. Nur deswegen wurde die Plexiglasscheibe angebracht. Weiter geht es ins deutlich ärmere Viertel Chorrillos. Das ist, man mag es kaum glauben, die dritthöchste Christusstatue der Welt. Angeblich wurde sie von der brasilianischen Mafia gesponsert, als Dank an das peruanische Volk und als Dank dafür, dass der peruanische Präsident das ein oder andere Geschäft mit denen gemacht hat. Es wurde hinter verschlossenen Türen erbaut und irgendwann quasi von heute auf morgen enthüllt. Und keiner wusste, dass das hier gebaut wurde. Nach der Enthüllung kamen logischerweise Fragen auf und es kam zum Odebrecht-Skandal. Die Ermittlungen dauerten bis 2019 an. Beim Versuch der Verhaftung des dann schon Ex-Präsidenten hat dieser sich das Leben genommen. Warte mal, was macht der denn da? Manche sind ja echt lebensmüde, ne? So, nach diesem Schock und weil Reisen durstig macht, geht es jetzt erstmal in die Bar. Hier probieren wir den Cocktail Pisco Sour aus. Pisco ist ein Traubenbrand, der in Peru sehr beliebt ist. Viele Cocktails hier haben Pisco als Grundbestandteil. Beim Pisco Sour kommt noch Limettensaft, Eiklar, Zuckersirup und ein paar Spritzer Bitterlikör herein. Der Herr hier hat noch Zitronensaft reingepresst. Auch wenn Bier weiterhin mein Favorit bleibt, muss ich zugeben, dass dies der erste, aber nicht der letzte Pisco Sour auf dieser Reise war. Smaczek pewnie, co? Wir laufen hier gerade eine Wanderung zu Apu Siray. Siray to było? Sikay. Apu Siray. Sind unten durch die Favelas quasi durch. Deswegen durfte ich auch nicht filmen oder sonst was. Jetzt laufen wir quasi hoch, um den Sonnenaufgang über den Wolken zu erleben. Mal schauen, wie es so wird. Und dann natürlich im Dunkeln wieder runter. Also das Ganze ist so ein bisschen haarig, dass es nur einen richtigen Weg hier runter gibt. Viele Abzweigungen. Und der Guide wollte nicht mit dem eigenen Auto hier hinfahren, weil es wahrscheinlich danach nicht mehr da wäre. Egal. Hier machen wir erstmal. Die Leute in den Favelas werden eigentlich ignoriert von der Stadt Lima. Und so wie man das da hinten sieht, die schließen sich zu so Kommunen zusammen, wenn es dann darum geht, irgendwie Strommasten zu errichten oder sonst was. Dann legen die alle zusammen und das Ganze wird dann so ein Gemeinschaftsprojekt. Fließend Wasser haben die hier generell nicht, keine Kanalisation und so.
Deswegen hast du da zwischendurch auch ordentlich gemüffelt. Aber gut, so ist das Leben hier. Und wir gehen quasi hier entlang und da hoch. Da. Das Ganze gehört eigentlich auch noch zu Lima. Die ganze Stadt erstreckt sich ungefähr über 55 Kilometer. Und vor Corona kamen ungefähr 45.000 Leute täglich in Lima an, weil sie dachten, dass es hier besser ist. Meistens enden die dann eben in solchen Favelas. Apu Siquai. Apu bedeutet auf Quechua, also der alten Sprache der Inkas, sowas wie Gott. So, da vorne gab es Bier. Hier vorne perfekten Premium Sitzplatz und Blick. Mal schauen, wie das Ganze später wird. Da irgendwo fährt einer mit dem Tuk-Tuk hoch. Ungefähr da. Krass, dass die Dinger es bis hier hoch schaffen. Da sieht man so ein bisschen Berge über den Wolken rausragen oder Gipfel. Hier haben wir so einen Inka-Kopf. Das war's aus Lima. Ab morgen geht es dann weiter ins Landesinnere, Süden, weiß ich nicht, in die Anden auf jeden Fall. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo, falls noch nicht geschehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!